Name der Geschichte: Der verborgene Schatz. Kapitel 1: Eine merkwürdige Entdeckung. Maria räumte den Dachboden ihrer Großmutter auf. Sie hatte es immer geliebt, das alte Haus zu erkunden. Es waren so viele interessante Dinge versteckt. Plötzlich fand Mary eine alte, verstaubte Kiste. Sie öffnete es vorsichtig. Darin befand sich ein vergilbter Umschlag. Maria untersuchte den Umschlag. Darauf stand der Name ihrer Großmutter. Das hatte sie noch nie gesehen. Langsam öffnete Mary den Umschlag. Darin befanden sich ein Brief und ein kleiner, seltsamer Schlüssel. Marys Herz begann schneller zu schlagen. Wofür war dieser Schlüssel? Wer hatte den Brief geschrieben? Maria fing an, den Brief zu lesen. Kapitel 2: Ein Brief aus der Vergangenheit. Der Brief wurde in der vertrauten Handschrift ihrer Großmutter geschrieben. Es wurde vor vielen Jahren datiert. Marys Großmutter erklärte, der Brief sei ein Familiengeheimnis. Sie hatte es all die Jahre versteckt gehalten. In dem Brief wurde ein verborgener Schatz aus der Vergangenheit ihrer Familie erwähnt. Marys Großmutter drängte sie, die Wahrheit über ihre Familiengeschichte herauszufinden. Der Schlüssel im Umschlag war der Schlüssel zu einem geheimen Safe. Dieser Tresor enthielt die Hinweise auf den verborgenen Schatz ihrer Familie. Marys Großmutter bat sie, den Tresor aufzuschließen und die Wahrheit herauszufinden. Maria verspürte eine Mischung von Gefühlen. Sie freute sich darauf, ein Familiengeheimnis aufzudecken. Aber sie war auch nervös darüber, was sie finden könnte. Von was für einem Schatz sprach ihre Großmutter? Warum war es so lange versteckt gewesen? Maria wusste, dass sie mehr herausfinden musste. Sie faltete den Brief vorsichtig zusammen und steckte ihn zurück in den Umschlag. Der kleine, reich verzierte Schlüssel glitzerte im schwachen Dachbodenlicht. Maria atmete tief durch und traf eine Entscheidung. Chapter 3: The Search Begins. Maria beschloss, sofort mit der Suche zu beginnen. Sie musste mehr über diesen verborgenen Schatz herausfinden. Aber zuerst musste sie herausfinden, wofür der Schlüssel war. Maria betrachtete den Schlüssel genau. Es war ein altmodischer Messingschlüssel mit komplizierten Designs. Einen solchen Schlüssel hatte sie noch nie gesehen. Maria fragte sich, wo der Schlüssel hineinpassen könnte. War es für ein Schloss im Haus? Oder gehörte es zu einem längst vergessenen Schatz? Sie durchsuchte den Dachboden gründlich und suchte nach Hinweisen. Aber es gab keine anderen offensichtlichen Anzeichen für den versteckten Safe. Maria war etwas entmutigt, aber sie weigerte sich aufzugeben. Vielleicht war der Schlüssel irgendwo anders im Haus versteckt. Oder vielleicht hatte ihre Großmutter mehr Informationen hinterlassen. Maria beschloss, als nächstes den Rest des Hauses zu durchsuchen. Sie ging nach unten und fing an, alte Schubladen und Schränke zu durchsuchen.
Ihre Großmutter war schon immer eine kleine Rudelratte gewesen. Vielleicht sind irgendwo noch mehr Hinweise versteckt. Als Maria suchte, rasten ihr viele Fragen durch den Kopf. Was meinte ihre Großmutter mit einem verborgenen Schatz? Und warum hatte sie es all die Jahre geheim gehalten? Kapitel 4 – Das Familiengeheimnis wird gelüftet. Nach stundenlanger Suche fand Mary endlich etwas Vielversprechendes. Auf der Rückseite einer alten Schreibtischschublade entdeckte sie ein kleines, ledergebundenes Tagebuch. Ihr Herz raste, als sie den abgenutzten Einband öffnete. Mary las die Worte sorgfältig durch und versuchte, die Geschichte zusammenzusetzen. Es schien, dass das Tagebuch ihrer Urgroßmutter, Marys Ururgroßmutter, gehörte. Das Journal beschrieb ein Familiengeheimnis, das seit Generationen weitergegeben wurde. Offenbar waren ihre Vorfahren Teil einer wohlhabenden, einflussreichen Familie gewesen. Aber sie hatten schwere Zeiten hinter sich und waren gezwungen, ihr Vermögen zu verstecken. Marys Ururgroßmutter hatte über einen versteckten Tresor geschrieben. Dieser Safe enthielt wertvolle Juwelen, Gold und wichtige Dokumente. Die Familie musste es geheim halten, um sich zu schützen. Als Mary weiterlas, erfuhr sie, dass der Tresor irgendwo im alten Haus der Familie versteckt war. Nur wenige Auserwählte kannten den Standort und den Schlüssel, mit dem er freigeschaltet wurde. Dieser Schlüssel wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Nun, so schien es, hielt Mary den Schlüssel in ihren Händen. Ihre Großmutter hatte ihr den verborgenen Schatz der Familie anvertraut. Maria verspürte eine Mischung aus Aufregung und Angst. Was würde sie finden, wenn sie den Tresor endlich öffnete? Wäre der Schatz nach all den Jahren noch da? Maria wusste, dass sie den versteckten Tresor finden und die Wahrheit herausfinden musste. Kapitel 5 – Der Spur folgen. Maria studierte die Tagebucheinträge sorgfältig. Ihre Ururgroßmutter hatte einige Hinweise auf den versteckten Tresor gegeben. Aber der genaue Ort war immer noch ein Rätsel. Das Journal erwähnte, dass der Safe in einem geheimen Raum versteckt war. Dieser Raum war nur durch einen versteckten Gang zugänglich. Maria hatte so etwas in dem alten Haus noch nie bemerkt. Sie beschloss, ihre Suche im Keller zu beginnen. Dem Journal zufolge könnte sich die Passage hinter einem Bücherregal oder einer Wandverkleidung befinden. Mary verbrachte Stunden damit, jeden Zentimeter des Kellers sorgfältig zu untersuchen. Schließlich bemerkte sie ein kleines, kunstvolles Design auf einer der Holzpaneele. Als sie darauf drückte, öffnete sich das Panel und gab einen dunklen, engen Durchgang frei. Marys Herz raste vor Aufregung, als sie hineintrat. Die Passage war schwach beleuchtet und staubig. Maria konnte kaum sehen, wohin sie ging. Aber sie machte weiter, entschlossen, den versteckten Safe zu finden. Nach einer gefühlten Ewigkeit tauchte sie in einen kleinen, engen Raum auf. Das Tagebuch hatte recht gehabt,
in die Wand war ein Tresor eingebaut. Mary näherte sich ihm vorsichtig, den Schlüssel hielt sie fest in der Hand. Das war es, die Stunde der Wahrheit. Würde der Schlüssel nach all den Jahren noch passen? Maria atmete tief durch und steckte den Schlüssel in das Schloss. Kapitel 6 – Der verborgene Schatz. Der Schlüssel drehte sich reibungslos im Schloss. Mary verspürte eine Welle des Triumphes, als sich die Safetür öffnete. Im Inneren fand sie eine Sammlung von Gegenständen, die ihr den Atem raubten. Es gab mehrere verzierte, mit Juwelen besetzte Schachteln. Mary öffnete sie vorsichtig und enthüllte eine schillernde Auswahl an Edelsteinen und Gold. Sie hatte so etwas noch nie in ihrem Leben gesehen. Neben den Boxen gab es auch mehrere in Leder gebundene Dokumente. Maria faltete sie vorsichtig auseinander, ihre Hände zitterten. Es schienen Urkunden, Verträge und andere wichtige juristische Dokumente zu sein. Als sie die Unterlagen durchsah, erkannte Mary die wahre Bedeutung des verborgenen Schatzes. Ihre Familie war einst unglaublich reich und einflussreich gewesen. Diese Dokumente waren ein Beweis für ihre adelige Abstammung und ihren riesigen Besitz. Mary verspürte eine Mischung aus Gefühlen, Ehrfurcht, Unglaube und sogar Verantwortungsbewusstsein. Dies war die Geschichte ihrer Familie, die seit Generationen verborgen war. Sie wusste, dass sie diese wertvollen Artefakte schützen und bewahren musste. Aber was hatte sie jetzt mit ihnen zu tun? Sollte sie den Schatz verstecken, wie es ihre Großmutter getan hatte? Oder sollte sie diese bemerkenswerte Entdeckung mit der Welt teilen? Mary lehnte sich zurück und ihr Kopf raste vor Fragen und Möglichkeiten. Sie hatte ein bemerkenswertes Familiengeheimnis aufgedeckt. Jetzt musste sie entscheiden, wie es weitergehen sollte. Kapitel 7 – Eine schwierige Entscheidung. Maria wusste, dass sie eine Entscheidung treffen musste. Was sollte sie mit dem verborgenen Schatz anfangen, den sie entdeckt hatte? Es geheim halten, wie es ihre Großmutter getan hat, oder es mit der Welt teilen? Es war eine schwere Verantwortung, die es zu tragen galt. Diese wertvollen Artefakte waren Teil der Geschichte ihrer Familie. Sie verdienten es, mit Sorgfalt und Respekt behandelt zu werden. Mary prüfte die Dokumente und Juwelen sorgfältig. Einige der Gegenstände waren sowohl monetär als auch historisch unglaublich wertvoll. Sie konnte nicht anders, als ein Gefühl von Ehrfurcht und Ehrfurcht zu empfinden. Gleichzeitig wusste sie, dass es riskant sein kann, den Schatz versteckt zu halten. Was ist, wenn ihr etwas passiert und das Geheimnis für immer verloren ist? Die Welt hat es verdient, die Wahrheit über die Vergangenheit ihrer Familie zu erfahren. Maria verbrachte viele schlaflose Nächte damit, die Vor- und Nachteile abzuwägen. Sollte sie die Artefakte einem Museum spenden? Oder finden sie einen Weg, die Familiengeschichte selbst zu bewahren und zu teilen? Es war eine schwierige Entscheidung, auf die es keine einfachen Antworten gab. Maria wusste, dass sie vorsichtig und rücksichtsvoll sein musste. Sie konnte sich auf nichts stürzen,
ohne die Konsequenzen zu berücksichtigen. Letztlich entschied sie, dass sie ihrer Familie gegenüber Verantwortung trug. Der verborgene Schatz war Teil ihres Vermächtnisses. Und sie wollte einen Weg finden, dieses Erbe zu ehren und zu bewahren. Kapitel 8 – Ein Plan entsteht. Maria verbrachte Wochen damit, ihre nächsten Schritte sorgfältig zu planen. Sie wusste, dass sie den Schatz nicht einfach einem Museum übergeben konnte. Das würde bedeuten, die Kontrolle abzugeben und die Verbindung ihrer Familie dazu zu verlieren. Stattdessen beschloss sie, eine private Stiftung zu gründen. Diese Stiftung würde sich der Bewahrung und Weitergabe der Geschichte ihrer Familie widmen. Es wäre eine Möglichkeit, ihre Vorfahren und ihr bemerkenswertes Erbe zu ehren. Mary arbeitete unermüdlich, recherchierte nach rechtlichen Anforderungen und traf sich mit Experten. Sie wollte sicherstellen, dass die Stiftung ordnungsgemäß eingerichtet wurde und Generationen überdauern würde. Es war eine entmutigende Aufgabe, aber sie war entschlossen, sie zu Ende zu bringen. Während der Arbeit musste Mary auch herausfinden, wie sie den Schatz physisch schützen konnte. Der versteckte Raum im Keller war nicht mehr sicher genug. Sie musste einen sicheren und dennoch zugänglichen Ort finden. Nach reiflicher Überlegung beschloss Mary, ein sicheres Lager zu mieten. Sie ließ einen speziellen Tresor mit fortschrittlichen Sicherheitsmaßnahmen bauen. Dies wäre das neue Zuhause für die wertvollen Artefakte ihrer Familie. Nachdem das Fundament und der Lagerplan fertig waren, wandte Mary ihre Aufmerksamkeit dem nächsten Schritt zu. Wie konnte sie die Geschichte ihrer Familie mit der Welt teilen? Sie wollte ein bleibendes Vermächtnis schaffen, das andere inspirieren und weiterbilden würde. Maria wusste, dass es nicht einfach sein würde, aber sie war entschlossener denn je. Dieser Schatz gehörte nicht nur ihr, er gehörte ihrer ganzen Familie. Und sie würde alles in ihrer Macht Stehende tun, um es zu schützen und zu feiern. Kapitel 9 – Das Erbe teilen. Nachdem das Fundament und das Lager eingerichtet waren, richtete Mary ihre Aufmerksamkeit darauf, die Geschichte ihrer Familie zu erzählen. Sie wollte den Menschen die Möglichkeit bieten, die bemerkenswerte Geschichte, die sie entdeckt hatte, kennenzulernen und zu schätzen. Nach langem Nachdenken beschloss sie, eine Museumsausstellung zu veranstalten. Mary verbrachte Monate damit, die Gegenstände in dem verborgenen Schatz sorgfältig zu kuratieren. Sie wählte die bedeutendsten und visuell auffälligsten Stücke für die Ausstellung aus. Ihr Ziel war es, Besucher in die Vergangenheit ihrer Familie zurückzuversetzen und ihnen einen Einblick in die Vergangenheit ihrer Familie zu geben. Um die Ausstellung zum Leben zu erwecken, stellte Mary ein Team von erfahrenen Museumsfachleuten ein. Gemeinsam entwarfen und bauten sie die Displays, wobei sie die wertvollen Artefakte sorgfältig konservierten und präsentierten. Die Liebe zum Detail war entscheidend. Mary wollte, dass jeder Aspekt das Erbe ihrer Familie widerspiegelt. Als die Ausstellung endlich eröffnet wurde, war Mary von einer Mischung aus Emotionen erfüllt. Sie war nervös, aufgeregt und gleichzeitig sehr stolz. Würden die Menschen die Bedeutung dessen, was sie aufgedeckt hatte, zu schätzen wissen? Im Laufe der Tage zog die Ausstellung Besucher aus der ganzen Welt an.
Sie staunten über den atemberaubenden Schmuck, die komplizierten Dokumente und die Geschichten, die sie repräsentierten. Viele gingen mit einer neuen Wertschätzung für die Prüfungen und Triumphe von Maris Vorfahren. Maria beobachtete die Entwicklung der Ausstellung und verspürte ein Gefühl des Staunens und der Dankbarkeit. Dies war die Geschichte ihrer Familie, die für alle sichtbar zum Leben erweckt wurde. Sie wusste, dass ihre Vorfahren stolz darauf sein würden, wie sie sich entschieden hatte, ihr Erbe zu ehren. Da die Ausstellung ein voller Erfolg war, richtete Mary ihre Aufmerksamkeit auf die Zukunft. Was könnte sie noch tun, um sicherzustellen, dass die Geschichte ihrer Familie für kommende Generationen in Erinnerung bleibt? Die Möglichkeiten waren endlos, und sie war entschlossener denn je, eine nachhaltige Wirkung zu erzielen. Kapitel 10 – Ein bleibendes Vermächtnis. Die Ausstellung war nur der Anfang von Maris Bemühungen, das Erbe ihrer Familie zu bewahren. Sie wusste, dass sie noch so viel mehr tun konnte, um ihre bemerkenswerte Geschichte zu erzählen. Mit neuer Zielstrebigkeit machte sich Mary daran, die Reichweite der Stiftung zu erweitern. Zunächst beschloss sie, ein umfassendes digitales Archiv der historischen Dokumente und Artefakte der Familie einzurichten. Dies würde es Menschen aus der ganzen Welt ermöglichen, auf die Sammlung zuzugreifen und sie zu erkunden. Es war ein riesiges Unterfangen, aber Mary war entschlossen, es zu verwirklichen. Neben dem digitalen Archiv begann Mary auch, Bildungsprogramme und Vorträge zu veranstalten. Sie lud Historiker, Gelehrte und die Öffentlichkeit ein, mehr über die Geschichte ihrer Familie zu erfahren. Diese Veranstaltungen waren ein großer Erfolg, lösten lebhafte Diskussionen aus und weckten eine neue Wertschätzung für die Vergangenheit. Als die Reichweite der Stiftung zunahm, erhielt Mary auch Anfragen von anderen Familien. Sie hatten von ihrer Arbeit gehört und waren inspiriert, ihre eigenen verborgenen Geschichten aufzudecken. Mary war mehr als glücklich, ihr Wissen weiterzugeben und denjenigen, die ihr Erbe bewahren wollten, Ratschläge zu geben. Mit jedem Jahr, das verging, nahm die Wirkung der Stiftung weiter zu. Maris Hingabe und Leidenschaft hatten andere inspiriert, und das Erbe ihrer Familie wurde weit und breit gefeiert. Sie wusste, dass ihre Vorfahren stolz auf die Arbeit sein würden, die sie geleistet hatte, um ihr Andenken zu ehren. Aber Maris Reise war noch lange nicht vorbei. Sie hatte immer noch so viele Ideen und Pläne für die Zukunft der Stiftung. Es gab Ausstellungen zu kuratieren, zu recherchieren und Geschichten zu erzählen. Als Maria auf die kommenden Jahre blickte, verspürte sie ein tiefes Gefühl von Zielstrebigkeit und Erfüllung. Dieser verborgene Schatz hatte nicht nur ihr eigenes Leben verändert, sondern war auch zu einer Quelle der Inspiration für unzählige andere geworden. Das Erbe ihrer Familie würde dank des unermüdlichen Einsatzes einer entschlossenen und visionären jungen Frau weiterleben. Kapitel 11 – Eine neu entdeckte Leidenschaft. Nachdem das Fundament fest etabliert war, fühlte sich Mary zu einer neuen Mission hingezogen. Sie hatte die Geschichte ihrer Familie entdeckt, aber sie wollte anderen helfen, dasselbe zu tun. Mary beschloss, eine Initiative zu starten, um Menschen dabei zu helfen, ihre eigenen verborgenen familiären Hinterlassenschaften aufzudecken. Sie wusste, dass viele Menschen neugierig auf ihre Vergangenheit waren, aber nicht wusste, wo sie anfangen sollten.
Mary wollte das ändern, indem sie Ressourcen, Beratung und Unterstützung zur Verfügung stellte. Ihr Ziel war es, Einzelpersonen zu befähigen, die Geschichten ihrer Familie zu erforschen und ihre einzigartige Geschichte zu bewahren. Um die Initiative anzukurbeln, begann Mary, Workshops und Seminare zu veranstalten. Sie erzählte von den Strategien und Techniken, mit denen sie den Schatz ihrer Familie entdeckt hatte. Die Teilnehmer lernten, ihre Ahnenforschung zu erforschen, historische Dokumente zu interpretieren und die Vergangenheit ihrer Familie zusammenzustellen. Die Resonanz war überwältigend. Menschen aus allen Gesellschaftsschichten besuchten die Veranstaltungen, um mehr über ihre Wurzeln zu erfahren und zu erfahren. Mary war von ihrem Enthusiasmus inspiriert und entschlossen, noch mehr zu tun. Sie erweiterte die Initiative um ein Online-Ressourcenzentrum, in dem Menschen auf eine Fülle von Informationen und Tools zugreifen konnten. Es gab Datenbanken, Forschungsführer und sogar virtuelle Touren durch wichtige historische Stätten. Ziel war es, den Prozess der Aufdeckung der Familiengeschichte zugänglich und ansprechend zu gestalten. Als die Initiative an Dynamik gewann, begann Mary auch, mit lokalen Bibliotheken, Museen und historischen Gesellschaften zusammenzuarbeiten. Gemeinsam arbeiteten sie daran, gemeinschaftsbasierte Programme zu entwickeln, die Menschen zusammenbrachten, um ihre Geschichten zu teilen. Es war eine Möglichkeit, nicht nur individuelle Hinterlassenschaften zu bewahren, sondern auch ein tieferes Gefühl der Verbundenheit und des Verständnisses zu fördern. Für Mary war dieses neue Unterfangen zu einer wahren Leidenschaft geworden. Sie war nicht mehr nur die Verwalterin der Geschichte ihrer eigenen Familie. Jetzt war sie eine Verfechterin der Macht persönlicher Entdeckungen und der Bedeutung der Bewahrung unserer kollektiven Vergangenheit. Kapitel 12 – Eine globale Reichweite. Im Laufe der Jahre wuchs und entwickelte sich Marys Initiative, Menschen dabei zu helfen, ihre Familiengeschichte aufzudecken. Sie hatte mit einem lokalen Fokus begonnen, aber bald erregte ihre Arbeit weltweit Aufmerksamkeit. Menschen aus der ganzen Welt haben sich gemeldet, um von ihren Erfahrungen und ihrem Fachwissen zu lernen. Mary wusste, dass sie einen Weg finden musste, ihre Bemühungen zu skalieren, um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden. Sie begann, Online-Programme und Ressourcen zu entwickeln, auf die Menschen auf der ganzen Welt zugreifen konnten. Dies ermöglichte es ihr, ihr Wissen und ihre Beratung mit einem viel breiteren Publikum zu teilen. Die Resonanz war unglaublich. Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen und Kulturen schlossen sich Marys Mission an. Sie entdeckten ihre Ahnenwurzeln und bewahrten die einzigartigen Geschichten ihrer Familie. Um ihre Reichweite weiter auszubauen, begann Mary auch, Partnerschaften mit Organisationen und Institutionen auf der ganzen Welt einzugehen. Gemeinsam arbeiteten sie daran, umfassende Datenbanken zu erstellen, historische Archive zu digitalisieren und innovative Bildungsinitiativen zu entwickeln. Es war eine gemeinsame Anstrengung, um sicherzustellen, dass Familiengeschichten in größerem Umfang abgerufen und geteilt werden konnten. Als die Wirkung der Initiative weiter zunahm, erhielt auch Mary Anerkennung für ihre Arbeit. Sie wurde eingeladen, auf Konferenzen zu sprechen, an Podiumsdiskussionen teilzunehmen und sogar in Dokumentarfilmen aufzutreten. Mary war von der Aufmerksamkeit gedemütigt, aber sie konzentrierte sich weiterhin auf ihre Kernaufgabe,
Menschen zu befähigen, ihr familiäres Erbe aufzudecken und zu feiern. Einer der lohnendsten Aspekte von Maries Arbeit war es, die tiefgreifenden persönlichen Veränderungen der Menschen, denen sie half, mitzuerleben. Sie sah, wie Menschen sich wieder mit lang vermissten Verwandten trafen, unerwartete Ahnenverbindungen entdeckten und ein tieferes Gefühl von Identität und Zugehörigkeit entwickelten. Diese Geschichten befeuerten Maries Leidenschaft und inspirierten sie, weiter voranzukommen. Mit jedem Jahr, das verging, wurde Maries Vision für die Initiative klarer und ehrgeiziger. Sie wollte ein globales Netzwerk von Einzelpersonen und Organisationen aufbauen, die sich der Bewahrung von Familiengeschichten und der Gestaltung einer besser informierten und vernetzten Welt verschrieben haben. Es war ein hohes Ziel, aber eines, das Mary unbedingt erreichen wollte. Kapitel 13 – Eine nachhaltige Wirkung. Als die Initiative weiter wuchs und sich weiterentwickelte, wusste Mary, dass ihr Vermächtnis weit über ihr eigenes Leben hinaus reichen würde. Sie hatte etwas wirklich Bemerkenswertes geschaffen, eine globale Bewegung, die Menschen befähigte, ihre Familiengeschichten aufzudecken und zu feiern. Maries Hingabe und Vision hatten unzählige Menschen dazu inspiriert, sich wieder mit ihren Wurzeln zu verbinden und ihre einzigartigen Geschichten zu bewahren. Eine der bedeutendsten Errungenschaften der Initiative war die Schaffung eines umfassenden digitalen Archivs. Dieses riesige Archiv enthielt Millionen historischer Dokumente, Fotos und Artefakte von Familien auf der ganzen Welt. Es war zu einer unschätzbaren Ressource für Forscher, Wissenschaftler und alle geworden, die ihr Verständnis der Vergangenheit ihrer Familie vertiefen wollten. Mary arbeitete auch unermüdlich daran, Partnerschaften mit Bildungseinrichtungen, Museen und kulturellen Organisationen aufzubauen. Gemeinsam entwickelten sie innovative Lehrpläne und Bildungsprogramme, die Familienforschung in den Unterricht einbrachten. Diese Initiativen weckten ein erneutes Interesse daran, wie wichtig es ist, das eigene persönliche und kulturelle Erbe zu verstehen. Da die Wirkung der Initiative weiter zunahm, konzentrierte sich Mary auch darauf, ihre langfristige Nachhaltigkeit sicherzustellen. Sie etablierte eine solide Organisationsstruktur und sicherte sich Finanzmittel aus einer Vielzahl von Quellen, darunter private Spender, Stiftungen und staatliche Zuschüsse. Dadurch konnte die Initiative ihre Reichweite und Wirkung weiter ausbauen, obwohl Marys eigenes Engagement nachließ. Eine von Marys stolzesten Errungenschaften war der Aufbau eines globalen Netzwerks von Familienforschern und Experten. Über Online-Foren, Ortsverbände und internationale Konferenzen knüpften diese Personen Kontakte, tauschten ihr Wissen aus und arbeiteten gemeinsam an Projekten zur Bewahrung familiärer Hinterlassenschaften. Es war ein Beweis für die Kraft der Gemeinschaft und den gemeinsamen Wunsch, unsere kollektive Vergangenheit zu ehren. Als Maria auf die Reise zurückblickte, die sie unternommen hatte, war sie von tiefem Stolz und Erfüllung erfüllt. Was als persönliche Suche begonnen hatte, hatte sich zu einer globalen Bewegung entwickelt, die Menschen auf der ganzen Welt dazu inspirierte, die verborgenen Geschichten ihrer Familie aufzudecken. Mary wusste, dass ihre Arbeit noch lange nach ihrem Tod eine bleibende Wirkung haben würde. Die Initiative war zu einem Beweis für die dauerhafte Macht der Familie, die Bedeutung der Bewahrung unserer Geschichte und das transformative Potenzial individueller Leidenschaft und Entschlossenheit geworden. Marys Vermächtnis würde weiterleben und Generationen dazu inspirieren,
ihre Wurzeln zu erkunden, ihr Erbe zu feiern und eine vernetztere und verständnisvollere Welt aufzubauen. Es war eine bemerkenswerte Leistung, die das Leben von Menschen auf der ganzen Welt weiterhin prägen sollte. Kapitel 14 – Eine gemeinsame Reise. Im Laufe der Jahre wuchs und entwickelte sich Maries Initiative weiter und wurde zu einem globalen Phänomen. Menschen aus aller Welt waren von der Idee angezogen, ihre Familiengeschichte aufzudecken. Sie fanden Trost und Inspiration in den Geschichten ihrer Vorfahren, und sie waren begierig darauf, ihre eigenen Reisen zu teilen. Einer der wichtigsten Aspekte des Erfolgs der Initiative war ihre Fähigkeit, Menschen zusammenzubringen. Durch Online-Foren, lokale Treffen und internationale Konferenzen kamen Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund in Kontakt und arbeiteten zusammen. Sie teilten ihre Forschungen, ihre Entdeckungen und ihre persönlichen Geschichten und schufen so einen reichen Wandteppich menschlicher Erfahrung. Für viele Teilnehmer war die Reise zur Aufdeckung ihrer Familiengeschichte eine zutiefst persönliche und transformative Reise. Sie sahen sich mit unerwarteten Wendungen konfrontiert und entdeckten sowohl freudige als auch schmerzhafte Momente aus der Vergangenheit. Aber bei all dem ließen sie sich von einem Sinn für Zielstrebigkeit und dem Wunsch leiten, das Erbe ihrer Familie zu bewahren. Mit dem Wachstum der Initiative wuchsen auch die Ressourcen und die Unterstützung, die denjenigen zur Verfügung standen, die ihre Wurzeln entdecken wollten. Mary und ihr Team arbeiteten unermüdlich an der Entwicklung neuer Tools und Technologien, um den Forschungsprozess zugänglicher und ansprechender zu gestalten. Von interaktiven Familienstammbäumen bis hin zu virtuellen Touren durch historische Städten bot die Initiative eine Fülle von Ressourcen, um Menschen auf ihren Reisen zu helfen. Die wahre Stärke der Initiative lag jedoch nicht in der Technologie oder den Ressourcen, sondern in den Verbindungen, die sie förderte. Als die Menschen ihre Geschichten erzählten, fanden sie Gemeinsamkeiten, die Zeit und Geografie transzendierten. Sie entdeckten, dass ihre Familiengeschichten mit dem breiteren Spektrum menschlicher Erfahrungen verwoben waren und dass ihre individuellen Reisen Teil einer viel größeren, gemeinsamen Odyssee waren. Für Mary war dies das ultimative Ziel ihrer Arbeit, Menschen zu helfen, ein Gefühl der Zugehörigkeit zu finden, sich mit etwas verbunden zu fühlen, das größer ist als sie selbst. Sie wusste, dass Menschen durch die Aufdeckung ihrer Familiengeschichte ein tieferes Verständnis ihrer eigenen Identität und ihres Platzes in der Welt gewinnen konnten. Und auf diese Weise könnten sie zu einer einfühlsameren und vernetzteren globalen Gemeinschaft beitragen. Als die Initiative weiter ausgeweitet wurde, war Mary erstaunt über die Auswirkungen, die sie auf das Leben der Menschen hatte. Sie sah, wie Menschen sich wieder mit lang vermissten Verwandten trafen, unerwartete kulturelle Bindungen entdeckten und ein neues Gefühl von Zielstrebigkeit und Stolz entwickelten. Es war ein Beweis für die Macht der Familie und für das transformative Potenzial persönlicher Entdeckungen. Kapitel 15 – Ein bleibendes Vermächtnis. Marys Arbeit inspirierte weiterhin Menschen auf der ganzen Welt, und sie wusste, dass ihre Initiative sie überleben würde. Sie hatte etwas wirklich Bemerkenswertes geschaffen, eine globale Bewegung, die die Macht hatte, Leben zu verändern und Menschen zusammenzubringen. Marys Vision und Hingabe hatten in der Welt unauslöschliche Spuren hinterlassen, und sie war entschlossen, dafür zu sorgen, dass ihr Vermächtnis Bestand haben würde. Eine der wichtigsten Prioritäten für Mary war es,
die langfristige Nachhaltigkeit der Initiative sicherzustellen. Sie arbeitete unermüdlich daran, eine robuste Organisationsstruktur aufzubauen und die Finanzierung aus einer Vielzahl von Quellen sicherzustellen. Dazu gehörten private Spender, Stiftungen und staatliche Zuschüsse, die alle den immensen Wert der Arbeit der Initiative erkannten. Als die Initiative wuchs, konzentrierte sich Mary auch darauf, ein starkes Netzwerk von Unterstützern und Mitarbeitern aufzubauen. Sie knüpfte Partnerschaften mit Bildungseinrichtungen, Museen und kulturellen Organisationen und schuf so neue Möglichkeiten für Menschen, sich mit ihrer Familiengeschichte auseinanderzusetzen. Gemeinsam entwickelten sie innovative Lehrpläne und Bildungsprogramme, die das Studium der Familiengeschichte in den Unterricht brachten. Aber Marys größtes Vermächtnis lag in den Menschen, deren Leben sie berührt hatte. Durch die Initiative wurden unzählige Menschen in die Lage versetzt, die Geschichten ihrer Familie aufzudecken und sich mit ihren Wurzeln zu verbinden. Sie hatten unerwartete Zusammenhänge entdeckt, etwas über ihr kulturelles Erbe erfahren und ein tieferes Verständnis ihrer eigenen Identität erlangt. Für Mary war dies der wahre Maßstab für Erfolg, nicht die Größe der Organisation oder das Ausmaß ihrer Wirkung, sondern das individuelle Leben, das sich verändert hatte. Sie wusste, dass sie Menschen, indem sie ihnen half, ihre Familiengeschichte zu erkunden, ihnen auch dabei half, ein stärkeres Selbstbewusstsein und eine tiefere Verbindung zur Welt um sie herum aufzubauen. Im Laufe der Jahre wuchs und entwickelte sich die Initiative weiter und passte sich den sich ändernden Bedürfnissen und Interessen ihrer Teilnehmer an. Neue Technologien und Ressourcen wurden entwickelt, wodurch der Forschungsprozess zugänglicher und ansprechender als je zuvor wurde. Im Mittelpunkt stand jedoch dasselbe grundlegende Ziel: Menschen zu befähigen, die Geschichten ihrer Familie aufzudecken und die reiche Vielfalt menschlicher Erfahrungen zu feiern. Für Mary war dies nicht nur ein berufliches, sondern ein zutiefst persönliches Unterfangen. Sie hatte die Geschichte ihrer eigenen Familie entdeckt und war tief bewegt von den Geschichten über Widerstandsfähigkeit, Opferbereitschaft und Triumph, die sie aufgedeckt hatte. Es war dieses Gefühl der Verbundenheit zu ihrer eigenen Vergangenheit und zur breiteren menschlichen Erfahrung, das sie dazu inspiriert hatte, die Initiative überhaupt ins Leben zu rufen. Als Maria auf die Reise zurückblickte, die sie unternommen hatte, war sie von tiefem Stolz und Erfüllung erfüllt. Was als persönliche Suche begonnen hatte, hatte sich zu einer globalen Bewegung entwickelt, die Menschen auf der ganzen Welt dazu inspirierte, ihre Wurzeln zu erkunden und ihr Erbe zu feiern. Und sie wusste, dass ihre Arbeit noch lange nach ihrem Tod eine bleibende Wirkung haben würde. Kapitel 16: Ein globaler Wandteppich. Im Laufe der Jahre wuchs und entwickelte sich die Initiative, die Mary ins Leben gerufen hatte, weiter. Es war zu einem globalen Netzwerk von Einzelpersonen und Organisationen geworden, die alle durch eine gemeinsame Leidenschaft für die Aufdeckung von Familiengeschichten vereint waren. Die Reichweite der Initiative hatte sich auf Menschen aus allen Teilen der Welt ausgeweitet, von denen jeder seine eigenen einzigartigen Geschichten zu erzählen hatte. Eine der wichtigsten Stärken der Initiative war ihre Fähigkeit, verschiedene Gemeinschaften und Kulturen zusammenzubringen. Durch Online-Foren, lokale Treffen und internationale Konferenzen konnten Menschen aus allen Gesellschaftsschichten Kontakte knüpfen und zusammenarbeiten. Sie teilten ihre Forschungen, ihre Entdeckungen und ihre persönlichen Erfahrungen und schufen so einen reichen Wandteppich menschlicher Geschichten.
Für viele Teilnehmer war der Prozess der Erforschung ihrer Familiengeschichte ein zutiefst persönlicher und transformativer Prozess. Sie sahen sich mit unerwarteten Wendungen konfrontiert und entdeckten sowohl freudige als auch schmerzhafte Momente aus der Vergangenheit. Aber bei all dem ließen sie sich von einem Sinn für Zielstrebigkeit und dem Wunsch leiten, das Erbe ihrer Familie zu bewahren. Mit dem Wachstum der Initiative wuchsen auch die Ressourcen und die Unterstützung, die denjenigen zur Verfügung standen, die ihre Wurzeln entdecken wollten. Mary und ihr Team hatten unermüdlich an der Entwicklung neuer Tools und Technologien gearbeitet, um den Forschungsprozess zugänglicher und ansprechender zu gestalten. Von interaktiven Familienstammbäumen bis hin zu virtuellen Touren durch historische Stätten bot die Initiative eine Fülle von Ressourcen, um Menschen auf ihren Reisen zu helfen. Die wahre Stärke der Initiative lag jedoch nicht in der Technologie oder den Ressourcen, sondern in den Verbindungen, die sie förderte. Als die Menschen ihre Geschichten erzählten, fanden sie Gemeinsamkeiten, die Zeit und Geografie transzendierten. Sie entdeckten, dass ihre Familiengeschichten mit dem breiteren Spektrum menschlicher Erfahrungen verwoben waren und dass ihre individuellen Reisen Teil einer viel größeren, gemeinsamen Odyssee waren. Für Mary war dies das ultimative Ziel ihrer Arbeit, Menschen zu helfen, ein Gefühl der Zugehörigkeit zu finden, sich mit etwas verbunden zu fühlen, das größer ist als sie selbst. Sie wusste, dass Menschen durch die Aufdeckung ihrer Familiengeschichte ein tieferes Verständnis ihrer eigenen Identität und ihres Platzes in der Welt gewinnen konnten. Und auf diese Weise könnten sie zu einer einfühlsameren und vernetzteren globalen Gemeinschaft beitragen. Als die Initiative weiter ausgeweitet wurde, war Mary erstaunt über die Auswirkungen, die sie auf das Leben der Menschen hatte. Sie sah, wie Menschen sich wieder mit lang vermissten Verwandten trafen, unerwartete kulturelle Bindungen entdeckten und ein neues Gefühl von Zielstrebigkeit und Stolz entwickelten. Es war ein Beweis für die Macht der Familie und für das transformative Potenzial persönlicher Entdeckungen. Kapitel 17 – Eine gemeinsame Reise. Die Initiative, die Mary ins Leben gerufen hatte, war zu einem globalen Phänomen geworden. Menschen aus der ganzen Welt fühlten sich zu ihrer Mission hingezogen, Familiengeschichten aufzudecken und kulturelle Vielfalt zu feiern. Doch als die Initiative wuchs, wurde Mary klar, dass im Mittelpunkt ihrer Arbeit ein noch tieferer Zweck stand. Sie verstand, dass es bei der Erforschung der eigenen Familiengeschichte nicht nur darum ging, Fakten und Daten aufzudecken. Es ging darum, sich mit etwas zu verbinden, das größer ist als man selbst, etwas, das Zeit und Ort transzendierte. Durch die Initiative konnten die Menschen ihre eigenen Geschichten erkunden, aber auch verstehen, wie ihre Geschichten in das breitere Gefüge menschlicher Erfahrung eingeflochten wurden. Einer der wichtigsten Aspekte der Initiative war die Art und Weise, wie sie Menschen über Grenzen und Kulturen hinweg zusammenbrachte. Während die Teilnehmer ihre Forschungen und Entdeckungen teilten, wurden sie auf eine gemeinsame Entdeckungs- und Entdeckungsreise hineingezogen. Sie erfuhren von den Kämpfen und Triumphen ihrer Vorfahren und erlangten dabei ein tieferes Verständnis für die Widerstandsfähigkeit und Stärke des menschlichen Geistes. Für Mary stand dieses Gefühl der gemeinsamen Menschlichkeit im Mittelpunkt der Mission der Initiative. Sie war der Meinung, dass Menschen, wenn sie ihnen helfen, sich mit ihren Wurzeln zu verbinden, auch ein besseres Verständnis und Empathie für andere entwickeln könnten.
Während sie ihre eigene Familiengeschichte erforschten, stießen sie unweigerlich auf Geschichten über Migration, Vertreibung und kulturellen Austauschgeschichten, die die Erfahrungen von Menschen auf der ganzen Welt widerspiegelten. Und so arbeiteten Mary und ihr Team unermüdlich daran, Menschen die Möglichkeit zu geben, sich mit diesen Geschichten auseinanderzusetzen und zu erforschen, wie ihre eigene Geschichte mit der umfassenderen menschlichen Geschichte verflochten war. Sie organisierten internationale Konferenzen, gemeinsame Forschungsprojekte und Gemeinschaftsinitiativen, die Menschen aus allen Gesellschaftsschichten zusammenbrachten. Durch diese Bemühungen versuchten sie, ein stärkeres Gefühl der Weltbürgerschaft und der gemeinsamen Verantwortung zu fördern. Als die Reichweite der Initiative weiter zunahm, staunte Mary über die unglaubliche Vielfalt der Geschichten, die aufgedeckt wurden. Von den Geschichten alter Dynastien bis hin zu den Reisen moderner Einwanderer war jede Familiengeschichte ein einzigartiger und faszinierender Wandteppich menschlicher Erfahrung. Und als diese Geschichten geteilt und gefeiert wurden, trugen sie dazu bei, Barrieren abzubauen, Stereotypen in Frage zu stellen und ein tieferes Verständnis der menschlichen Existenz zu fördern. Für Mary war dies das wahre Erbe ihrer Arbeit, nicht die Größe oder das Ausmaß der Initiative, sondern die Stärke der Verbindungen, die sie geknüpft hatte. Indem sie Menschen dabei half, ihre Familiengeschichte zu erforschen, hatte sie befähigt, sich mit etwas zu verbinden, das größer ist als sie selbst, und Teil einer gemeinsamen Entdeckungs- und Verständigungsreise zu werden. Und während diese Reise weiterging, wusste sie, dass die Initiative weiterhin Leben verändern und Gemeinschaften auf der ganzen Welt stärken würde. Kapitel 18: Verbindungen pflegen. Im Laufe der Jahre wuchs und blühte die Initiative, die Mary gegründet hatte, weiter. Immer mehr Menschen entdeckten, wie wichtig es ist, ihre Familiengeschichte zu erforschen. Sie knüpften Kontakt zu lang verschollenen Verwandten, deckten verborgene Geschichten auf und erlangten ein tieferes Verständnis ihrer eigenen Identität. Aber für Mary lag der wahre Erfolg der Initiative nicht nur in der Anzahl der Menschen, die sie erreichte. Es ging um die Verbindungen, die es zu pflegen half zwischen Individuen, zwischen Gemeinschaften und zwischen Kulturen. Durch die Initiative fanden die Menschen Gemeinsamkeiten und bauten Brücken über traditionelle Grenzen hinweg. Einer der inspirierendsten Aspekte dieser Arbeit war die Art und Weise, wie sie Menschen aus allen Lebensbereichen zusammenbrachte. Die Initiative zog Teilnehmer mit unterschiedlichem Hintergrund an, von Akademikern und Historikern über Amateurgenealogen bis hin zu alltäglichen Menschen. Und als sie ihre Geschichten und Erkenntnisse teilten, entdeckten sie unerwartete Verbindungen und tauschten Erfahrungen aus. Für viele war der Prozess der Aufdeckung ihrer Familiengeschichte ein zutiefst persönlicher und transformativer Prozess. Als sie in die Vergangenheit eintauchten, sahen sie sich sowohl mit freudigen als auch mit schmerzhaften Momenten in der Geschichte ihrer Familie konfrontiert. Aber bei all dem ließen sie sich von einem Sinn für Zielstrebigkeit und dem Wunsch leiten, das Erbe ihrer Familie zu bewahren. Und als sie diese Geschichten mit anderen teilten, stellten sie fest, dass ihre individuellen Reisen Teil eines viel größeren Wandteppichs menschlicher Erfahrung waren. Sie erkannten, dass ihre Familiengeschichten mit der breiteren Geschichte der Welt verwoben waren und dass ihre Geschichten die Kraft hatten, Menschen über Generationen und Kulturen hinweg zu inspirieren und zu verbinden. Dieses Gefühl der gemeinsamen Menschlichkeit stand im Mittelpunkt von Marys Vision für die Initiative.
Sie war der Meinung, dass Menschen, wenn sie ihre Wurzeln erkunden, auch ein besseres Verständnis und Empathie für andere entwickeln könnten. Wenn sie Geschichten über Migration, Vertreibung und kulturellen Austausch begegneten, erhielten sie ein tieferes Verständnis für die Widerstandsfähigkeit und Stärke des menschlichen Geistes. Und so arbeiteten Mary und ihr Team unermüdlich daran, Menschen die Möglichkeit zu geben, sich mit diesen Geschichten auseinanderzusetzen und zu erforschen, wie ihre eigene Geschichte mit der umfassenderen menschlichen Geschichte verflochten war. Sie organisierten internationale Konferenzen, gemeinsame Forschungsprojekte und Gemeinschaftsinitiativen, die Menschen aus der ganzen Welt zusammenbrachten. Durch diese Bemühungen versuchten sie, ein stärkeres Gefühl der Weltbürgerschaft und der gemeinsamen Verantwortung zu fördern. Als die Initiative weiter wuchs, staunte Mary über die unglaubliche Vielfalt der Geschichten, die aufgedeckt wurden. Von alten Dynastien bis hin zu modernen Einwanderern war jede Familiengeschichte ein einzigartiger und faszinierender Wandteppich menschlicher Erfahrung. Und als diese Geschichten geteilt und gefeiert wurden, trugen sie dazu bei, Barrieren abzubauen, Stereotypen in Frage zu stellen und ein tieferes Verständnis der menschlichen Existenz zu fördern. Für Mary war dies das wahre Erbe ihrer Arbeit, nicht die Größe oder das Ausmaß der Initiative, sondern die Stärke der Verbindungen, die sie geknüpft hatte. Indem sie Menschen dabei half, ihre Familiengeschichte zu erforschen, hatte sie befähigt, sich mit etwas zu verbinden, das größer ist als sie selbst, und Teil einer gemeinsamen Entdeckungs- und Verständigungsreise zu werden. Und während diese Reise weiterging, wusste sie, dass die Initiative weiterhin Leben verändern und Gemeinschaften auf der ganzen Welt stärken würde. Kapitel 19: Eine globale Gemeinschaft. Als die Initiative weiter wuchs, erkannten Mary und ihr Team die Notwendigkeit, eine formellere und besser organisierte Struktur zur Unterstützung ihrer Arbeit zu schaffen. Sie wussten, dass sie, um ihre Mission, Menschen auf der ganzen Welt miteinander zu verbinden, wirklich erfüllen mussten, ein robustes und kollaboratives Netzwerk aufbauen mussten. Also machten sie sich daran, eine globale Gemeinschaft von Forschern, Historikern und leidenschaftlichen Menschen aufzubauen, die ein gemeinsames Interesse an der Erforschung von Familiengeschichten hatten. Sie wandten sich an Universitäten, Museen und Gemeinschaftsorganisationen auf der ganzen Welt und luden sie ein, Partner bei diesem Unterfangen zu werden. Die Resonanz war überwältigend. Menschen aus aller Welt waren begierig darauf, sich zu engagieren, ihr Wissen und ihre Expertise zu teilen und voneinander zu lernen. Innerhalb weniger Jahre hatte sich die Initiative zu einem wahrhaft internationalen Netzwerk mit Teilnehmern aus Dutzenden von Ländern und unterschiedlichsten Hintergründen entwickelt. Im Mittelpunkt dieser globalen Gemeinschaft stand das gemeinsame Engagement, die Geschichten von Familien und Gemeinschaften zu bewahren und zu feiern. Die Teilnehmer arbeiteten zusammen, um historische Aufzeichnungen zu digitalisieren, Familiendokumente zu transkribieren und Online-Archive zu erstellen, die Menschen auf der ganzen Welt zugänglich waren. Sie organisierten auch lokale Veranstaltungen und Workshops, bei denen Menschen zusammenkommen konnten, um ihre Familiengeschichte zu erkunden und sich mit anderen auszutauschen, die ihre Interessen teilten. Die Initiative war jedoch mehr als nur eine Informationsquelle. Es war ein Ort, an dem Menschen sinnvolle Beziehungen aufbauen und dauerhafte Verbindungen knüpfen konnten. In Online-Foren, Videokonferenzen und persönlichen Treffen konnten die Teilnehmer ihre persönlichen Geschichten teilen, voneinander lernen und Unterstützung und Inspiration finden. Für Mary war dieses Gemeinschaftsgefühl entscheidend für den Erfolg der Initiative.
Sie wusste, dass sie durch die Pflege dieser Verbindungen nicht nur die Vergangenheit bewahrte, sondern auch die Zukunft gestaltete. Als die Menschen zusammenkamen, um ihre Familiengeschichten zu erforschen, entwickelten sie auch ein tieferes Verständnis ihrer eigenen Identität und der Vernetzung der menschlichen Erfahrung. Und während die globale Gemeinschaft weiter wuchs und florierte, waren Mary und ihr Team erstaunt zu sehen, wie sie Leben und Gemeinschaften auf der ganzen Welt veränderte. Die Menschen entdeckten verloren geglaubte Verwandte, deckten verborgene Geschichten auf und gewannen eine größere Wertschätzung für ihr kulturelles Erbe. Sie nutzten die Initiative auch als Plattform, um sich für soziale Gerechtigkeit einzusetzen, den interkulturellen Dialog zu fördern und Brücken zwischen verschiedenen Gemeinschaften zu bauen. In vielerlei Hinsicht spiegelte die globale Gemeinschaft, die aus der Initiative hervorgegangen war, Marys eigene Vision wider: ein Ort, an dem Menschen zusammenkommen konnten, um ihre gemeinsame Menschlichkeit zu erkunden und bedeutsame Verbindungen über Grenzen hinweg zu knüpfen. Es war ein Beweis für die Macht des Geschichtenerzählens und das transformative Potenzial des menschlichen Geistes. Als Mary beobachtete, wie diese Gemeinschaft weiter wuchs und sich entwickelte, verspürte sie ein tiefes Gefühl von Stolz und Dankbarkeit. Sie wusste, dass die Initiative zu etwas viel Größerem geworden war, als sie es sich je hätte vorstellen können, und dass sie tiefgreifende Auswirkungen auf das Leben der Menschen hatte. Und sie war entschlossener denn je, dafür zu sorgen, dass dieses Erbe der Verbundenheit und des Verständnisses auch in Zukunft Bestand hat und kommende Generationen inspiriert. Kapitel 20 – Ein Vermächtnis der Verbindung. Im Laufe der Jahre blühte und wuchs Marys Initiative weiter. Es war zu einer globalen Bewegung geworden, die Menschen aus der ganzen Welt miteinander verband und sie befähigte, ihre Familiengeschichten zu erforschen. Im Mittelpunkt dieser Bewegung stand ein tiefes Engagement für die Bewahrung der Geschichten von Familien und Gemeinschaften. Teilnehmer aus allen Gesellschaftsschichten arbeiteten unermüdlich daran, historische Aufzeichnungen zu digitalisieren, Familiendokumente zu transkribieren und Online-Archive zu erstellen, die Menschen auf der ganzen Welt zugänglich waren. Die Initiative war jedoch mehr als nur eine Informationsquelle. Es war ein Ort, an dem Menschen sinnvolle Beziehungen aufbauen und dauerhafte Verbindungen knüpfen konnten. In Online-Foren, Videokonferenzen und persönlichen Treffen konnten die Teilnehmer ihre persönlichen Geschichten teilen, voneinander lernen und Unterstützung und Inspiration finden. Für Mary war dieses Gemeinschaftsgefühl entscheidend für den Erfolg der Initiative. Sie wusste, dass sie durch die Pflege dieser Verbindungen nicht nur die Vergangenheit bewahrte, sondern auch die Zukunft gestaltete. Als die Menschen zusammenkamen, um ihre Familiengeschichten zu erforschen, entwickelten sie auch ein tieferes Verständnis ihrer eigenen Identität und der Vernetzung der menschlichen Erfahrung. Und während die globale Gemeinschaft weiter wuchs und florierte, waren Mary und ihr Team erstaunt zu sehen, wie sie Leben und Gemeinschaften auf der ganzen Welt veränderte. Die Menschen entdeckten verloren geglaubte Verwandte, deckten verborgene Geschichten auf und gewannen eine größere Wertschätzung für ihr kulturelles Erbe. Sie nutzten die Initiative auch als Plattform, um sich für soziale Gerechtigkeit einzusetzen, den interkulturellen Dialog zu fördern und Brücken zwischen verschiedenen Gemeinschaften zu bauen. In vielerlei Hinsicht spiegelte die globale Gemeinschaft, die aus der Initiative hervorgegangen war, Marys eigene Vision wider: ein Ort, an dem Menschen zusammenkommen konnten, um ihre gemeinsame Menschlichkeit zu erkunden und bedeutsame Verbindungen über Grenzen hinweg zu knüpfen.
Es war ein Beweis für die Macht des Geschichtenerzählens und das transformative Potenzial des menschlichen Geistes. Als Mary beobachtete, wie diese Gemeinschaft weiter wuchs und sich entwickelte, verspürte sie ein tiefes Gefühl von Stolz und Dankbarkeit. Sie wusste, dass die Initiative zu etwas viel Größerem geworden war, als sie es sich je hätte vorstellen können, und dass sie tiefgreifende Auswirkungen auf das Leben der Menschen hatte. Und als sie in die Zukunft blickte, war Mary entschlossener denn je, dafür zu sorgen, dass dieses Erbe der Verbundenheit und des Verständnisses auch in Zukunft Bestand hat und kommende Generationen inspiriert. Sie wusste, dass sie, indem sie Menschen befähigte, ihre Familiengeschichte zu erkunden, auch dazu beitrug, eine gerechtere, mitfühlendere und vernetztere Welt aufzubauen. Und so widmete Maria mit einem Herzen voller Hoffnung und neuer Zielstrebigkeit ihr Leben weiterhin dieser unglaublichen Initiative, in dem Wissen, dass sie auch in den kommenden Jahren Leben verändern und Gemeinschaften stärken würde.